Mit das aufwendigste Thema im Bereich Video ist die richtige Belichtung. Im Gegensatz zur Fotografie, wo die Bilder meistens eingefroren werden, Ausnahmen gibt es natürlich immer, benutzen wir bei der Videografie die Blende und den Shutter als gestalterisches Mittel, und bei der ISO, da wollen wir möglichst bei der nativen ISO der Kamera bleiben, da haben wir auch nicht so viel Spielraum, um die Belichtung anzupassen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass nicht zu viel Licht auf unseren Kamerasensor trifft, ist die Verwendung von ND-Filtern. Nur Profikameras haben ND-Filter integriert, und auch diese können auf verschiedene Arten und Weisen entweder mechanisch oder elektronisch verstellt werden. Das heißt, wir müssen bei den meisten Systemkameras auf feste ND-Filter zurückgreifen. Da gibt es entweder Aufschraub-ND-Filter oder Einschub-ND-Filter für Mattbox-Systeme wie diese hier. Das hier ist die neue Mattbox Mini Pro von SmallRig, und das ist meiner Meinung nach die einzige Mattbox in diesem Bereich, die auch so richtig ihren Zweck erfüllt. Mein Name ist Pascal, ich bin audiovisueller Mediengestalter, und in diesem Video möchte ich euch meine Erfahrungen zum Thema ND-Filter und auch vor allem dieser Mattbox mitgeben. Die SmallRig Mattbox Mini Pro ist aus einem, finde ich, sehr fair bepreisten Preissegment. Man kann für Mattboxen auch deutlich über 1000 Euro ausgeben, und somit ist diese Mattbox eher für Systemkameras geeignet bis zu einem Objektivdurchmesser von 95 mm. Die Mattbox wird einfach mit Hilfe von solchen mitgelieferten Adapterringen auf dem Objektiv aufgesteckt und verschraubt. Und das Besondere an diesen Adapterringen ist, dass man trotzdem noch das gleiche Filtergewinde beibehält, wie es das Objektiv sowieso schon hat. Das heißt, wenn ich an meiner Kamera ein Objektiv befestige mit einem 67 mm Filtergewinde, dann habe ich dieses Filtergewinde noch immer in diesem Adapterring erhalten und kann trotzdem Einschraubfilter in meiner Mattbox benutzen. Dieses Filtersystem von SmallRig hat den Vorteil, dass ich entweder auf die relativ preisgünstigen Rundfilter zurückgreifen kann oder auch die professionellen Rechteckfilter benutzen kann. Allerdings muss man sagen, dass ein Rechteckfilter von diesem Maß, das sind etwa 4 auf 5,65 Inch, schon gute 400 bis 500 Euro kosten kann und dementsprechend auch nur für das Profisegment gedacht ist. Man muss sich schon ganz klar die Frage stellen, wo ich überhaupt drehe und auch wie viele Blenden ich überhaupt meine Belichtung anpassen muss. Ich kann euch aus der Erfahrung sagen, dass wenn man draußen bei Tageslicht dreht, dass eine Reduktion von 5 bis 6 Blendenstufen schon relativ schwierig wird, da unsere Videokameras meistens eine recht hohe native ISO haben, also die ISO, bei der der Dynamikumfang am größten ist, und deshalb eine ganz große Menge Licht auf den Bildsensor fällt. Möchte man draußen offenblendig arbeiten, kann es auch schnell mal passieren, dass man 6, sogar bis 8 Blenden abdunkeln muss. Und da wird es schon relativ kostspielig, wenn man auf diese Rechteckfilter setzt. Ich persönlich habe mir lieber einen Satz hochwertige Rundfilter gekauft, und zwar feste ND-Filter, da ich mit variablen ND-Filtern schlechte Erfahrungen gesammelt habe. Variable ND-Filter bestehen aus 2 Polfiltern, die gegeneinander verdreht werden. Da habe ich zum einen schon einmal ungewünschte Polarisationseffekte. Zum Beispiel kann es passieren, dass ich dann Displays nicht mehr abfilmen kann oder dass Reflexionen wo rausgenommen werden, wo ich Reflexionen drin haben möchte. Und außerdem entsteht bei variablen ND-Filtern oftmals eine Vignette, wenn man diese ab einer bestimmten Stufe zudreht. Das habe ich nicht nur bei den Filtern beobachtet, die gar keinen Hardstop, also einen Endstop haben, sondern auch bei Filtern von bekannten Marken, bei denen man einen Endstop besitzt, aber ab der Hälfte schon an einer weißen Wand gemessen extreme Abdunklungseffekte am Rand habe. Und das ist für meinen Geschmack keine professionelle Lösung, um ein kontrolliertes Bild dem Kunden anbieten zu können. Schließlich möchte ich selbst entscheiden, wie viel Vignette in das Bild kommt, wie viel Reflexion in dem Bild sein soll. Und da ist ein hochwertiger, fester ND-Filter, der auch kaum Farbverschiebungen hat, definitiv die bessere Wahl. Der variable ND-Filter ist natürlich vorteilhaft, wenn man ständig wechselnde Lichtbedingungen hat, aber ich habe meinen Fall speziell darauf ausgelegt, dass ich in einer kontrollierten Umgebung arbeite, und auch draußen bei Tageslicht ist es mit einem festen ND-Filter eigentlich kein Problem, wenn die Wolke mal vor die Sonne zieht, weil es dann immer noch ausreichend hell ist und meine Belichtung ihren realistischen Charakter beibehält. Also, weiter geht es mit dem Thema SmallRig Mattbox Mini Pro. Bei der SmallRig Mattbox werden diese Filterringe mitgeliefert, die den richtigen Außendurchmesser haben, um die Mattbox aufschrauben zu können. Ich bin jetzt einfach den Weg gegangen und habe auf diese Filter einen Adapterring aufgeschraubt, damit ich eine einzige einheitliche Größe ND-Filter benutzen kann.
Es wäre sonst ziemlich unwirtschaftlich und teuer, sich ND-Filter aller möglicher Stärken zu kaufen, die zu jedem Objektiv passen. Und das ist dieser große Vorteil, den man mit dieser Mattbox ausspielt. Jetzt könnte man aber sagen, ja, man kann aber doch diesen Ring einfach direkt auf die Optik schrauben, den ND-Filter davor machen und alles ist super. Aber, und das ist ja auch der eigentliche Einsatzzweck von dieser Mattbox, ich möchte ja ungewollte Lichteinstreuung damit vermeiden. Denn wenn ich bei meinen Videoobjektiven einen Filter aufschraube und meine Gegenlichtblende verliere, dann bekomme ich auch unerwünscht Gegenlicht in meine Optik. Und das ist eine Sache, die ich mit einem Step-Up-Ring nicht mehr verhindern kann. Und da kommt diese Mattbox zum Einsatz. Die meisten Mattboxen, die ihr seht und kennt, die haben meistens nur diese Top-Flag in dem Bereich. Ist also schon mal nicht schlecht, aber um ehrlich zu sein, mehr Optik als Funktion. Denn mit die wichtigsten Flags meiner Erfahrung nach sind die Flaggen an der Seite. Und diese Flaggen an der Seite sind, wie ich finde, unverzichtbar und deswegen habe ich bisher auch noch keine Mattbox gekauft, weil sie einfach ihre Funktion nicht voll und ganz erfüllt. Und hier habe ich die Möglichkeit, meine, ich sage mal, Gegenlichtblende so zu verändern, dass ich perfekt das Licht von der Seite abschatten kann und eben nicht auf irgendwelche andere Mittel zurückgreifen muss. Man kennt das, man hat schon ein Klebeband vor die Optik geklebt oder die Hand davor gehalten, um keinen Kontrast zu verlieren und das Gegenlicht wegzubekommen. Und das ist hier einfach nicht mehr notwendig. Und deswegen finde ich, dass die Mattbox von SmallRig die einzige in diesem Preissegment ist, die man mit einem ruhigen Gewissen kaufen kann, weil sie voll und ganz ihre Funktion erfüllt und wir nicht die super teuren Rechteckfilter aus der professionellen Videografie kaufen müssen. Sollte man dennoch mit dieser Mattbox die Möglichkeit haben, professionelle Rechteckfilter zu benutzen, so werden diese einfach mit den mitgelieferten Filterrahmen eingesetzt. SmallRig bietet auch für diese Filterrahmen einen Adapter an, wo 100×100 oder 4×4 Inch Rechteckfilter eingesetzt werden können. Allerdings sind diese Filter für die Videografie vollkommen ungeeignet, da ihr die Breite des Filters benötigt, um euer Breitbildvideo dort auch reinbekommen zu können. Der Filter sitzt nämlich einige Zentimeter vor der Linse und nicht direkt vor dem Linsenglas, weswegen ihr das überhaupt gar nicht ohne Vignette hinbekommt. Deshalb ist eure einzige Möglichkeit hier, Rundfilter direkt vor dem Filterglas zu benutzen oder auf große Rechteckfilter zurückzugreifen. Bei all den Vorteilen von dieser Mattbox möchte ich natürlich auch die Nachteile nicht unerwähnt lassen. Neben der Tatsache, dass ihr relativ lange braucht, um die Filter umzuschrauben, kann es auch passieren, dass beim Rausschrauben des Filters der Adapterring sich ebenfalls löst und deswegen es ein bisschen Fummelei ist, einen neuen Filter einzusetzen. Außerdem ist diese Mattbox zwar so konstruiert, dass sie auch auf den Rods von eurem Stativ befestigt werden kann, aber im Wesentlichen hält die Mattbox aufgrund des Adapterringes und ist deshalb ein Zusatzgewicht, das vorne an eurer Optik hängt. Die Mattbox selbst ist aber unglaublich leicht, weswegen ich das als kein großes Problem sehe. Es ist halt wieder ein Faktor, wo es ein bisschen länger dauert, vorne die Filter zu wechseln, da die Filter eben am Objektiv befestigt sind und nicht an der Mattbox selbst. Ein weiterer Nachteil von der Mattbox ist, dass die mitgelieferten Adapterringe zurzeit bei SmallRig, und das ist Stand Anfang 2022, nicht separat erhältlich sind. Das soll heißen, wenn ihr Objektive benutzt, die den gleichen Filtergewindedurchmesser haben, dann müsst ihr jedes Mal den Adapterring runterschrauben und auf dem anderen Objektiv aufbringen, da ihr den nicht doppelt beziehen könnt. Das ist ein bisschen schade, weil das Umbauen der Mattbox deshalb ein bisschen länger dauert, aber das nehme ich gerne in Kauf für die Vorteile, die die Mattbox mir bringt. Und auch ehrlich gesagt ist es bei der Konkurrenz im Moment nicht anders, da dauert das Umbauen ebenfalls so lang. Die Mattbox selbst ist von SmallRig für Brennweiten bis minimal 15 bis 16 mm ausgelegt, darunter kann eine deutliche Vignette auftreten. Aber das heißt auf der anderen Seite, dass Benutzer mit Super 35 hier auf der vollkommen sicheren Seite sind und alle Brennweiten über 24 mm eigentlich komplett sicher sind. Ein weiterer Nachteil von der Methode, die ich hier vorgestellt habe, ist, dass wir diese Filterringe, die mitgeliefert werden, zusammen stapeln. Und dadurch wird der ganze Stapel ein bisschen höher, als er wäre, wenn man nur den Filter selbst aufschraubt. Und das kann dann dazu führen, dass ein Weitwinkelobjektiv schon leicht an dem Rand abgedunkelt ist. Wenn man mal ehrlich ist, die Verzeichnung, die wird im Weitwinkelbereich für Video sowieso schon unangenehm hoch und sieht ganz komisch aus. In den meisten Fällen arbeite ich sowieso über 24 mm Brennweite. Zusammengefasst kann ich zu dieser Mattbox nur sagen, dass sich für mich der Kauf richtig gelohnt hat. Ich finde, sie ist fair bepreist und neben dem bekannten Vorteil, dass es beim Kunden unglaublich professionell aussieht, konnte ich meine Probleme, die ich mit Filtersystemen hatte, damit vollständig beheben. Ich kann jetzt Filter benutzen, die alle eine einheitliche Größe haben und trotzdem das Gegenlicht wirkungsvoll abschatten. Wenn ihr Fragen zu dieser Mattbox habt,
dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare und wenn euch das Video weiterhelfen konnte, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten tschüss und bis zum nächsten Mal.